Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute habe ich wieder eins dieser Videos für euch, die ihr im deutschsprachigen Real Madrid Raum nur hier findet. Wenn ihr mich bei meiner Arbeit unterstützen wollt, vor allem bei solchen Videos und euch solche Inhalte gefallen, wäre es nett, wenn ihr ein Follow auf diesem Kanal dalassen könntet. Ansonsten das übliche Liken, Kommentieren etc. Ja, worum geht es? Wir alle haben in den letzten Wochen mitbekommen, bei Real Madrid herrscht unglaublich viel Unruhe, unglaublich viel Chaos, was man so bei Real Madrid eigentlich nicht kennt. Gestern aus dem heiteren Himmel wieder 3 neue Trainernamen, Sean Dyche, Pochettino und Cesc Fabregas. Gleichzeitig die Information, dass ein Juni Calafat auf einmal auf einem wackeligen Stuhl sitzt. Ja, und ich kann euch heute endlich erklären, woher diese ganzen Unruhen kommen. Es herrscht ein erbitterter Machtkampf hinter den Kulissen bei Real Madrid. Wer da um welche Macht kämpft, das erkläre ich euch in diesem Video. Ansonsten haben wir trotz alledem morgen ein sehr wichtiges Spiel vor der Brust. Champions League Achtelfinale gegen Manchester City. Auch dafür bringe ich euch auf den letzten Stand. Unter anderem, dass der nächste Verletzte bei Real Madrid zu beklagen ist. In diesem Fall Carreras. Ja, es ist unglaublich. Setzt euch hin, packt euch Popcorn und genießt dieses Video. Ja, starten wir dieses Video direkt mit der ersten Information, damit wir keine Zeit verlieren. In diesem Fall geht es um den Brasilianer Rodrigo. Seine OP wegen dem Kreuzbandriss und dem Meniskusriss findet heute in Madrid statt. Dazu die Information. Einmeldung: Rodrigo wird heute operiert. Es wird von Dr. Manuel Laes durchgeführt, der die Operationen für Courtois, Militao, Marco Asensio und Joan Martinez durchgeführt hat. Das Ziel, Anfang 2027 zurückzukehren, beginnt heute. Ja, unglaublich immer noch. Der Brasilianer tut mir sehr, sehr leid. Vor allem, dass er auch die WM verpasst. Wir alle wissen, wie viel die dem bedeutet hat. Ja, ich glaube, das Einzige, was diesem ganzen Verletzungspech, was uns das Positives bringt, ist, dass dieser Dr. Manuel Laes schon so viel Erfahrung hat mit Kreuzbandrissen, dass ich hoffe, dass die Operation glatt läuft. Ihr habt selber gehört, 2027 soll der Brasilianer wieder auf den Fußballplätzen stehen. Ich würde sagen, piano, langsam. Es ist nicht nur das Kreuzband, es ist auch der Meniskus. Lieber ein paar Wochen mehr Pause, dafür wieder zur alten Form zurückfinden. Ich drücke dem Brasilianer natürlich die Daumen, dass er zu 100% wieder fit für Real Madrid ist. Ja, wenn ihr auch wieder 100% fit durchs Leben laufen wollt, habe ich eine Empfehlung für euch. Und zwar natürlich Holy. Die haben für euch super leckere Getränke, ohne Zucker, ohne Taurine, ohne Bullshit, aber trotzdem mit vollem Geschmack. Und zwar haben die sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Die haben Eistees, die haben Hydration, die haben Energy Drinks, die haben sogar Milkshakes. Also da ist wirklich für jeden etwas dabei. Und das Beste an allem, du kannst sowohl diesen Kanal, mich, als auch dich selber und dein Portemonnaie unterstützen, indem du bei deiner Bestellung A la Madrid eingibst, dann kriegst du 10% auf jede Bestellung, selbst wenn die Sachen schon rabattiert sind. Und wenn du Neukunde sein solltest, kein Problem, du kriegst 5 € auf deine erste Bestellung. Wenn ihr nicht wisst, was ihr bestellen sollt, empfehle ich immer das Starter-Paket. Da gibt es ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen, da ist eigentlich für jeden was dabei. Ansonsten, mein Lieblingsgeschmack ist dieser Tangerine Tarantula, aber Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja, kommen wir jetzt wieder zurück zu Real Madrid. Und da habe ich die nächste schlechte Nachricht für euch. Hiobsbotschaft für den Madridismo. Álvaro Carreras ist verletzt und wird nicht gegen Manchester City spielen. Zumindest nicht im Hinspiel. Lesen wir uns den medizinischen Bericht zusammen einmal durch. Carreras medizinischer Bericht. Nach Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Álvaro Carreras eine Muskelverletzung in der rechten Wade diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Ja, die Quellen, die man in Spanien anzapfen kann, sagen, man geht von 7 Tagen aus. Er fehlt wohl gegen City, er fehlt auch am Wochenende gegen Elche. Ob er im Rückspiel wieder dabei sein kann, das steht noch in den Sternen.
Ja, das Verletzungspech bei Real Madrid, das will und will nicht aufhören. Was die medizinischen Abteilung da von Real Madrid macht, wie gesagt, ich kann das alles nicht verstehen. In Spanien gibt es ein Sprichwort, a perro flaco, todos son pulgas, was so viel bedeutet, bei den magersten Hunden sind alle Flöhe. Das bedeutet so viel wie, ja, wenn es schon scheiße läuft, dann kommt es noch schlimmer. Ja, in diesem Fall Álvaro Carreras. Ja, trotz alledem haben sich unsere Jungs, ich lasse es parallel ein bisschen laufen, natürlich auf dem Trainingsplatz vorbereitet für das Spiel gegen Manchester City. Ein Kylian Mbappé war zum ersten Mal wieder in Valdebebas, hat ein paar Übungen gemacht, natürlich für sich alleine. Einige haben mich schon gefragt, bedeutet das, der kann morgen wieder spielen? Nein, nein, nein. Sein Regenerierungsprozess, sein Genesungsprozess hat gerade erst begonnen. Für mich, ich sage es immer wieder in meinen Videos, für mich wäre es sogar unglaublich, fast unmöglich, dass er im Rückspiel dabei ist. Der soll sich erst einmal erholen. In Frankreich redet man sogar darüber, dass wenn er noch ein Spiel für Real Madrid in dieser Saison macht, er wahrscheinlich die WM verpasst. Also, ihr seht, in Frankreich übertreiben sie, in Spanien untertreiben sie. Ich schätze mal, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich wünsche mir einfach nur, dass Kylian Mbappé sich so erholt, bis er wieder bei 100% ist. Denn ich bleibe der Meinung, ein 50% Kylian Mbappé hilft weder ihm, hilft weder seiner Karriere, noch hilft das Real Madrid. Wir wollen einen fitten Kylian Mbappé die nächsten 5 Jahre noch bei Real Madrid haben. Da ist mir ein Spiel gegen Manchester City relativ egal, so blöd es sich anhört. Ja, allgemein, wie sieht der Verletzungsstand bei Real Madrid aus? Da ist die letzte Information für euch aus Spanien von der Cadena COPE. Hören wir da zusammen einmal rein. Ich glaube auch nicht, dass er am Samstag gegen Elche zur Verfügung stehen wird und natürlich wird er darauf hinarbeiten, nächste Woche in Manchester spielen zu können, aber sicher ist das nicht. Gestern ist er nach Madrid zurückgekehrt, heute war er in Valdebebas, hat mit den Reha-Trainern gearbeitet, zuerst im Fitnessstudio, dann hat er Dauerlauf auf dem Rasen gemacht und wie gesagt, wird er nicht in den Kader aufgenommen, auch Carreras wird nicht dabei sein. Ich hatte dir schon gesagt, dass er das Spiel gegen Getafe mit Beschwerden in der Wade beendet hat. Und der Verein hat bestätigt, dass er eine Verletzung am rechten Zwillingsmuskel hat. Also, wenn es in Vigo 10 Ausfälle gab, wird Arbeloa für das Hinspiel am kommenden Mittwoch 7 Ausfälle haben. Allerdings bekommt er Camavinga, Hausen und Mastantuono zurück. Es gibt 3 Fragezeichen in der Startelf. Ob Thiago im Mittelfeld wiederholt oder ob Camavinga ins Team kommt. Außerdem, wer Vinicius im Sturm begleiten wird, ob Gonzalo oder Brahim, wobei Gonzalo vielleicht etwas mehr Chancen hat. Und dann, wie ich dir gestern schon sagte, da Mendy erneut als Linksverteidiger auflaufen wird, bleibt die Frage, wer Rüdiger im Abwehrzentrum begleiten wird, ob Asensio oder Hausen. Morgen früh findet das Abschlusstraining statt, danach die Pressekonferenz von Arbeloa, dann werden wir sehen, welcher Spieler ihn begleitet. Ja, ihr habt es selber gehört, Kylian Mbappé kommt langsam wieder rein, Álvaro Carreras fällt aus. Dafür kann ein Arbeloa mit ein paar mehr Leuten rechnen als bei dem Spiel gegen Celta Vigo. Ich habe euch hier eine kleine Darstellung vorbereitet, damit ihr seht, wo die Fragezeichen für das Spiel gegen Manchester City sind. Ihr seht, die Aufstellung ist eigentlich relativ klar. Courtois im Tor, rechts hinten ein Trent Alexander-Arnold, links hinten ein Ferland-Mendy. Ich glaube, ein Arbeloa hat einen Fran Garcia ganz klar damit gezeigt, wo die Tür nach draußen ist. Innenverteidigung Rüdiger, sein Partner wird gesucht. Entweder ein Raúl Asensio oder ein Dean Howson. Ja, und ich habe da ein geteiltes Herz, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, gegen einen Erling Haaland, ein aggressiver Raúl Asensio, der die ganze Zeit in seinem Nacken atmet, knallhart in die Zweikämpfe geht. Ich glaube, da ist ein Asensio besser. Auch wenn er mir die letzten Wochen nicht gefällt. Aber ich glaube, wenn du als Real Madrid das Spiel aufbauen möchtest, wenn du dominieren möchtest, Torchancen herausspielen möchtest, da gefällt mir ein Dean Howson besser. Ich weiß, ich stehe damit vielleicht alleine, könnt eure Meinung gerne in den Kommentaren lassen. Der Rest der Ausstellung, ihr seht, ein Tchouaméni ist gesetzt, Valverde ist gesetzt, Arda Güler ist gesetzt. Die Frage, ob ein Camavinga oder ein Thiago Pitarch. Ja, und das ist auch eine Frage, wie ist der Fitnesszustand von einem Camavinga? Mir persönlich hat ein Thiago Pitarch unglaublich gut gefallen. Ich hätte Bock, den immer spielen zu lassen. Aber Champions League gegen Manchester City, wir reden hier über Top-Tier. Ich weiß nicht, wie aufgeregt der Junge ist. Ja, und ich weiß nicht, wie fit Camavinga ist, aber
Beide Optionen gefallen mir, vielleicht sogar ein bisschen Thiago Pitasch zurzeit mehr. Vor dem Sturm, Vini ist gesetzt und die Frage Gonzalo oder Brahim. Ja, und so blöd es sich anhört, das hört sich für mich gerade so ein bisschen an wie Not gegen Elend. Beide überzeugen mich in den letzten Wochen nicht. Und jetzt mache ich etwas, wo ihr mich 100% erschlagen werdet. Aber ich bin der Meinung, ein Franco Mastantuono ist kein rechter Flügel. Der ist so ein eigentlich zentraler Mittelfeldspieler, Zehner etc. Und der hat eine unglaublich hohe Arbeitsmoral. Ich würde ihn vielleicht mal an die Seite von Vini als so quasi halben Stürmer, halben offensiven Mittelfeldspieler tun. Dass er einen Arda ein bisschen beim Spielaufbau unterstützt, der hat einen guten Abschluss. Naja, wahrscheinlich erschlagt ihr mich jetzt allen in den Kommentaren. Ist aber eine Idee, die ich hatte. Lasst eure Meinung zu der möglichen Aufstellung bitte in den Kommentaren. Ich bin da gespannt. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Elefanten in der Porzellankiste. Machtkampf bei Real Madrid. Woher habe ich überhaupt die Information? Die Quelle dafür ist Pepe Alvarez. Einer der besten Insider, wenn es um Real Madrid geht. Der ist selber jahrelang Socio, also ist auch in der Mitgliederliste bei Real Madrid relativ weit oben. Der kriegt natürlich viel mehr mit als das normale Fußvolk. Und er hat gestern in einem Tweet die ganze Lawine zum Rollen gebracht. In dem Tweet stand: Anas startet einen erbitterten Kampf gegen Jas um den Posten des Sportdirektors im nächsten Sommer. Santiago Solari, der scheinbar arbeitslos ist, verbündet sich mit Anas, um denjenigen zu verdrängen, die ihm die Chance im Verein gegeben haben. Sportplanung in Bereitschaft und mit begrenzten finanziellen Mitteln. Ja, das war der Tweet, der die Lawine, wie gesagt, ins Rollen gebracht hat. Ich habe mich natürlich weiter informiert, was da genau gemeint ist. Ja, und ich habe Informationen für euch. Information 1. Die sportliche Planung bei Real Madrid liegt gerade auf Eis. Jeder Kandidat hat seine eigenen Ideen, seine eigenen Interessen und deshalb filtern die immer wieder diese neuen Namen. Deshalb erscheint auf einmal Klopp, Cesc Fabregas, Pochettino, auf einmal ist Juni Calafat nicht mehr sicher, weiß Gott, wer diese Information gestreut hat, damit ein Juni Calafat sich vielleicht positioniert auf der einen oder der anderen Seite. Ja, es herrscht leider ein Machtkampf darum, wer der nächste Sportdirektor von Real Madrid wird, wie die sportliche Zukunft von Real Madrid aussehen wird. Auf der einen Seite Jas ist José Ángel Sánchez, der CEO von Real Madrid, langjähriger Partner von Florentino Pérez, schon seit seinen ersten Amtszeiten. Auf der anderen Seite Anas Lagrari, ein in Marokko geborener Finanzberater, der bei allen großen Geschäften in den letzten Jahren bei Real Madrid geholfen hat. Er war unter anderem Mitbegründer der A22 Investments, also der Super League. Er war mit dabei, die Finanzierung für das neue Santiago Bernabéu zu generieren. Also, er ist ein Mann hinter den Kulissen. Viele in Madrid behaupten, er soll der nächste Präsident von Real Madrid werden. Also, auch wenn er keinen offiziellen Posten bei Real Madrid hat, hat er bei Real Madrid einiges geleistet und einiges zu sagen. Und die beiden Parteien kämpfen um den Platz des Sportdirektors. Ein Santiago Solari hat sich für die Seite von Anas Lagrari entschieden, obwohl er nach Real Madrid gekommen ist unter José Ángel Sánchez. Deshalb sagt man, er hat so ein bisschen die Seiten gewechselt, weil Solari unter José Ángel Sánchez quasi eine repräsentative Rolle hat, aber im Endeffekt nicht viel zu sagen. Und wahrscheinlich erhofft sich, dass ein Solari bei Lagrari vielleicht auch in diesen sportlichen Entscheidungen daher ein höheres Gewicht bekommt bei Real Madrid. Ja, und das erklärt das Chaos hinter den Kulissen bei Real Madrid. Florentino Pérez muss sich entscheiden, mit welchem sportlichen Projekt möchte er weitergehen. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als einen seiner engsten Verbündeten zu enttäuschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein José Ángel Sánchez oder auch ein Anas Lagrari beide nicht zufrieden sind, wenn Florentino Pérez jeweils den anderen wählt und das der Institution Real Madrid schaden könnte und auch natürlich der persönlichen Beziehung zwischen einem Florentino Pérez und diesen beiden Personen. Ja, ich bin gespannt. Was sagt ihr dazu? Auf welcher Seite seid ihr? Eher auf der Seite von José Ángel Sánchez oder eher auf der Seite von Anas Lagrari? Ich persönlich kann mich schwer entscheiden. Man sagt über José Ángel Sánchez, dass er jemand ist, der gute Beziehungen zum FC Barcelona haben will.
Ja, dessen bin ich persönlich überdrüssig. Ich habe gemerkt, im FC Barcelona kannst du als Institution nicht vertrauen, solange Joan Laporta da Präsident ist. Der sticht dir das Messer in den Rücken, sobald er kann. Ein Anas Lagari geht natürlich eher auf das Finanzielle ein. Dass er sich als sportliche Unterstützung den Solari nimmt, ist vielleicht der richtige Weg. Ja, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was ich denken soll. Ich bin nur froh, dass ich endlich mal erklären kann, wo diese Unruhe herkommt. Ja, ich bin gespannt. Was sagt ihr zu diesen ganzen Themen? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr da seid, ihr wisst, was ich eben am Anfang gesagt habe. Liken, teilen etc. Ja, und wer ein Follow da lassen kann, tut mir einen Riesengefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Allah